Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Reihe, in der wir euch Bayer 04-Fans etwas privater vorstellen möchten. Und den Anfang macht heute jemand, den der ein oder andere von euch vielleicht sogar schon kennen dürfte. Hi, ich bin Walter und heute hatte ich Besuch von meinem Lieblingsverein Bayer 04. Hi, grüß dich. Vielen Dank. So, jetzt stehen wir hier quasi schon bei Walters bunte Welt im Zuhause. Am Tag meiner Pensionierung, am letzten Märztag vor 2 Jahren, wie wir abends, wie ich aus dem Büro kam, mit Geschenken und emotional völlig aufgewühlt und wir dann hier gefeiert haben. Und als wir dann fertig waren eigentlich mit dem Feiern, da kam die Johanna mit noch einem, ich will nicht sagen Überraschung, aber hat mir ihre Idee präsentiert. Ja, ich dachte halt, er braucht vielleicht eine alternative Plattform, wo er sich ein bisschen austoben kann. Aber dass das so Ausmaße annimmt, das hatte ich war nicht gar nicht. Nee, das war, also an diesem Abend war das auch eher so eine Spaßidee. Hattest du denn mal Sorgen, dass auch irgendwie negatives Feedback kommen könnte, oder habt ihr vorab gar nichts Böses gedacht so in die Richtung? Ich habe ja eh keine Ahnung gehabt, deswegen hatte ich auch keine Sorgen. Also ich habe hier noch meine uralten Sachen, ne? Teilweise das Ding ist sogar noch von meinem ersten Gehalt bei Bayer hier. Also hier, da habe ich mal rausgekramt. Ah, guck mal, da hast du sie schon. Ne? Ja, dein Lieblingstrikot jetzt von denen, die hier liegen, hast du da eins? Ich habe meist immer das an. Ne? Das Lustige ist, ich bin ja auch engagiert in der Deutschen Waldjugend und ich habe da den Spitznamen Aspirin. Du warst ja in London mit dabei. Genau. Das war so deine erste große Auswärtstour, ne? Ja. Wie hast du das in Erinnerung? Also bis aufs Spiel, was Erstmal, natürlich das Spiel war ja auch nicht schlecht, Nee, das stimmt. aber ich fand das super entspannt. Die ganze Tour und die Leute und Betreuung und auch die Atmosphäre in London, dass man da sich mit Trikot und Fanklamotten auf die Straße wagen konnte und war toll. Und hast ja heute auch noch Kontakt zu einem Bayer 04 Leverkusen-Historiker, Rüdiger Vollborn. Genau. Wie ist da die Zusammenarbeit? Also was genau? Der Rüdiger hat ja vor 10 Jahren angefangen, so sich mit der Historie zu beschäftigen. Ja. Und hat sich da so reingekniet, wusste aber aus der Anfangszeit nicht so wirklich, hat die ganzen alten Fotos gehabt. Wo waren das jetzt? Wo haben die angefangen zu spielen? Wo war der erste richtige Platz und hin und her? Und dann haben wir da stundenlang am Beamer gesessen und haben uralte Bilder aus dem Bayer-Archiv immer durchlaufen lassen. Und dann da und da und dann guckt, die Häuser im Hintergrund, das könnte da gewesen sein und das war dann auch relativ erfolgreich, sage ich mal. Ach schön. Ja. Ich habe Bayer das 100 Jahre Bayer 04. Ja gut, muss natürlich eigentlich in jedem Haushalt als Bayer 04-Fan stehen. Früher, wenn ich mal zu Hause war am Fernsehen und es lief nicht gut beim Fußball, dann habe ich mir immer das Glas geholt und ein bisschen Weizenbier reingemacht und dann gedacht, bin so ein bisschen abergläubisch und hat auch überwiegend funktioniert, muss ich sagen. Walter, wir haben dich ja schon ein paar Mal im Stadion jetzt gesehen, Auswärtsreise hatten wir angesprochen. Seit wann bist du denn überhaupt Bayer 04-Fan? Fußball habe ich gar nicht so als das Thema wahrgenommen am Anfang. Für mich war Volleyball immer Nummer 1. Ja. Und eigentlich bis 88, als der Sieg hier im UEFA-Pokal war. Das habe ich im Fernsehen gesehen. Und da habe ich gesagt, und das war so ein bisschen so ein Kick. Ja. Und dann habe ich das immer weiter beobachtet und dann ging es auch mal ins Stadion und vor allen Dingen auch mit den Bayer-Kollegen. Und kannst du dich an den Moment noch erinnern, was das
da mit dir gemacht hat? Oder war das erstmal so für dich, ich gucke gerade Fußball? Das war so ähnlich wie, glaube 2 Jahre vorher. Das habe ich noch in der Waldsiedlung in meinem möblierten Zimmer gesehen, in so einem uralten Schwarz-Weiß, wie Boris Becker da Wimbledon gewonnen hat. Ja. Jetzt noch nicht direkt irgendwie komplett viral gegangen, aber es war halt schon seltsam, dass dann auf einmal Leute da kommentieren, die nicht der eigene Nachbar sind, so, sondern Menschen, die einen jetzt nicht aus dem echten Leben kennen. Und du fandest es dann auch schon ziemlich cool irgendwie, relativ schnell. Habe ich dich schon angefixt, ja. Ich hatte halt erstmal generell Sorge, dass Papa sich da vielleicht irgendwie Hoffnung macht und dann am Ende gucken das halt so 3 Leute an. Achso, dass es eher in die andere Richtung geht, also dass keiner einfach will niemand es sehen. interessiert. Ja. Und ich glaube tatsächlich, das erste Video, wo ich ein bisschen Sorge hatte, war tatsächlich unser erstes Bayern 04 Video, also der erste Stadion-Vlog. Ja. Weil davor hast du halt so schöne, heile Welt-Themen gemacht und dann sind wir auf einmal ins Stadion und dann war ich so, Was ja es ist immer ja nicht, polarisiert auch. Genau, ne, es ist ja nicht Mannschaften jeder haben. Leverkusen-Fan auf der Welt und dann war ich so, sei jetzt nicht beleidigt, wenn da vielleicht irgendwer Blödes über Leverkusen Johanna schreibt. lag auf dem Sofa und hat das zusammengeschnitten und sagte dann, Papa, ich habe irgendwie Angst, das online zu stellen. Ja, hatte ich echt Dann kriegst du so viele Hate-Kommentare und so und eigentlich Das war sehr war's das wohlwollend. gar nicht. Was macht das mit dir vor allen Dingen, Walter, wenn Anfragen von Tageszeitungen, wirklich renommierten Tageszeitungen wie Süddeutsche, Zeit oder auch Fernsehsendern wie Sat.1 kommen und selbst Klaas hat ja in seiner Show oder im Podcast, glaube ich, war es, über deinen Kanal gesprochen, weil er eben genau das so empfindet wie viele andere da draußen. Was macht das so mit einem, wenn man das so mitkriegt und natürlich die Anfragen bekommt? Schwer zu sagen, am Anfang war ich geschockt. Das hat mich so aufgeregt, richtig, und dann habe ich gesagt, okay, das wird schon irgendwie funktionieren, wenn die hier kommen. Und ich muss sagen, alle Teams, die hier waren bisher, waren so nette Leute. Also ich freue mich, ich bin auch immer, ich erzähle wahrscheinlich viel zu viel und viel zu viel Unfug nebenbei. Aber wenn ich sehe, die Leute sind okay, dann geht das bei mir so los, automatisch irgendwie. Wo hängst du die denn auf? Das Geograf. Na gut, ja. Und dann fliegen die rum. Walter, ganz lieben Dank für die Zeit und die Einblicke. Gerne. Dann hoffen wir, dass wir dich bald wieder in der Bayer Arena begrüßen dürfen. Kriegen wir bestimmt hin. Spätestens zur neuen Saison. Ne? Ja. Ciao, ciao. Alles klar. Ciao, Walter. Und wenn ihr jemanden kennt, der eine ganz besondere Sammelleidenschaft von Bayern 04 hat oder großer Bayern 04-Fan ist seit Jahren, eine besondere Geschichte zu erzählen hat, dann schreibt es gern in die Kommentare oder meldet euch bei uns.